Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan, alias One Eye Blind. Heute befinde ich mich am KZ Mittelbau Dora. Das KZ Mittelbau Dora war die Produktionsstätte für V1 und V2 Raketen, also Vergeltungswaffen. Die wurden von Wernher von Braun, der die entwickelt hat, produziert. Also die wurden erst entwickelt in Peenemünde an der Ostsee. Nachdem Peenemünde ausgebombt worden ist durch die Alliierten, hat er die Produktion der V1 und V2 Raketen hier in den Berg, in den Kronstein in Thüringen, im Südharz verlegt. Hier wurde halt von KZ-Häftlingen die Produktion aufgenommen. Die wurde, hinter mir sieht man den ehemaligen Haupteingang in den Stollen. Also hier wurde im Stollen produziert. Der wurde ausgebaut von den Häftlingen. Ca. 60.000 Häftlinge haben das Lager hier durchlaufen. 20.000 von ihnen sind gestorben hier unter ziemlich krassen Bedingungen. Das heißt, haben die ersten Monate, da werde ich euch nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen, haben unter Tage gearbeitet und gelebt. Das heißt, sie haben dort, wo sie den Stollen weiter vorangetrieben haben, auch gelebt. Die haben so Kammern gehabt, wo sie drin geschlafen haben. Das heißt, die haben 24 Stunden, die haben also in 3 Schichten gearbeitet, 24 Stunden nur Dauerlärm. Hier wurde gesprengt, hier wurde gebohrt. Das heißt, und da haben die auch direkt gelebt, geschlafen. Die haben also kein Tageslicht gesehen die ersten Monate. Das da natürlich, da das Lager wurde von der SS betrieben oder das Gelände, da wurde natürlich nicht Wert drauf gelegt, dass hier jemand überlebt. Hier wurde einfach nur gearbeitet, bis jemand umfällt. Das heißt, im Endeffekt ist sogar im Stollen, kann man so fast sagen, ein Friedhof, weil aus Erzählungen von Dokus oder von Mitarbeitern des Geländes hier, die das betreuen, wurde auch gesagt, dass die teilweise da gestorben sind. Die wurden einfach überbetoniert sozusagen teilweise. Also das ist auch vorgekommen. Das heißt, im Endeffekt ist der Stollen sogar ein Friedhof. Hier wurde dann 1944, Mitte 1944 ungefähr, wurde im Außenbereich von dem Stollen ein KZ-Lager gebaut. Also es wurden Baracken gebaut. Und das Lager wurde bis 1945, also April 45, am 11. April 1945 wurde das Gelände dann von der US-Armee eingenommen sozusagen, und da endete hier die Produktion. Ich werde euch noch mal ein bisschen das Lager nachher zeigen, da gehen wir ein bisschen über das Gelände, dass ich euch das zeige. Gebäude stehen außer dem Krematorium, was wirklich noch auch besuchbar ist, steht hier nicht mehr viel, aber man kann die ganzen Fundamente, die wurden freigelegt, also das Lager an den Dimensionen kann man gut erkennen, und man darf sogar in den Stollen rein, und dort sind auch noch relativ viele Relikte zu sehen. Also da liegen wirklich noch ganze V1-Rümpfe, Teile der V1, Teile der V2 liegen da noch rum, und das werde ich euch nachher mal ein bisschen zeigen, und habt Spaß mit dem Video. So, ich starte aber schon mal, wenn ich hier gerade gestanden habe, direkt schon mal am Eingang. Wie gesagt, das war der Hauptstollen, der Haupteingang des Stollens. Also es sind 2 parallel laufende Stollen mit Verbindungskammern. Das war der Haupteingang zu dem ersten Stollen. Der wurde von den Amerikanern, nachdem sie das Ding ausgeschlachtet haben, also alles verwertbare Raketen raus. Die Raketen wurden dann in die USA verschifft zu Testzwecken, weil es war, wie gesagt, die erste Langstreckenrakete, die Wernher von Braun hier entwickelt hat, die übrigens darauf basiert, also die A4, also die V1-Rakete, Aggregat 4 wurde sie genannt, V2, Entschuldigung, nicht V1, war Start eigentlich zum Apollo-Programm, also für die Mondlandung. Also Wernher von Braun hat eigentlich die Mondlandung ermöglicht. Das heißt, deswegen nennt man das hier die Wiege der Raumfahrt, und Wernher von Braun hat ja dann an der Saturn V mitgeforscht, oder die hat die Saturn nicht mitgeforscht, sondern hat sie selber entwickelt, die dann halt die Apollo 13 Crew auf den Mond gebracht hat. Und das war im Endeffekt hier so ein bisschen der Startschuss. Und wie gesagt, das ist der Haupteingangsstollen. Man sieht sogar noch die Schienen, die hier reingelaufen sind. Und hier ist auch von der Sprengung ist hier die Schienen ein bisschen verbogen. Die liegen ja noch im Boden drin. Aber das kann man halt noch ganz gut erkennen. Hier gibt es halt auch originale Fotos, wo man den Eingang erkennen kann, wo die Amerikaner den befreit haben. Ja, und das soll der Start der Tour sein. Und dann nehme ich euch gleich mal mit in Richtung Lager. Ja, das ist jetzt der Eingangsbereich zum KZ-Bereich Mittelbau Dora. Also hier war das KZ-Lager errichtet. Ich bewege mich jetzt im Endeffekt auf den Appellplatz zu, den zeige ich euch gleich. Also das hier vorne ist der Appellplatz. Hier wurde halt morgens und abends immer Appell gestanden, durchgezählt, und es wurde so lange gezählt, bis auch wirklich jeder da gewesen ist. Oder bis dann halt die Verstorbenen im Tunnel oder in den Baracken gefunden worden sind. Und so lange wurde halt hier gestanden und gewartet. Was natürlich im Winter auch mal stundenlang gedauert hat. Was, wie sich jeder vorstellen kann, nicht gerade eine angenehme Sache war. Der Appellplatz wurde aber hier etwas umgestaltet zu DDR-Zeiten. Also hier wurde schon zu DDR-Zeiten relativ spät
Aber die Gedenkstätte eingerichtet und ist umgestaltet, das ist halt noch aus DDR-Zeiten so. Vorne mit der Tribüne, wo hier Gedenkveranstaltungen abgehalten worden sind. Da oben ist die Baracke, ist eine Originalbaracke, die wieder aufgebaut worden ist. Also es ist nicht die Baracke hat da nicht schon immer gestanden, sondern die wurde halt originalgetreu wieder nachgebaut in der Größe. Und da oben ein bisschen, kann man es vielleicht erkennen, da oben im Wald ist das Krematorium, das noch original ist. Das zeige ich euch auch gleich noch. Das ist somit also das einzige original erhaltene Gebäude. So, ich habe mich jetzt ein bisschen schon im Gelände hochbewegt vom Lager. Also das ist der Hauptlagerbereich hier. Der SS-Lagerbereich lag ein kleines bisschen abseits, da wo die Stollen sind, die Stolleneingänge. Und ich habe es im Video vorher schon mal erwähnt, vom Bergen-Belsen, wo ich nicht genau wusste, ob der Platz stimmt, wo ich gerade stand. Aber das hier ist nicht groß, aber das ist tatsächlich ein Häftlingsbordell. Also hier wurden weibliche Häftlinge zur Prostitution gezwungen und das ist wirklich nicht groß. Ne? Und das hat es in den größeren Lagern überall gegeben. Und das sind die Reste, das Fundament vom Häftlingsbordell. So, und hier kann man, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Krematorium, hier kann man noch mal ganz gut die Dimensionen erkennen von einem Appellplatz. Ne, da stellt man sich vor, dass da halt morgens und abends ziemlich lange gestanden werden musste, um durchzuzählen. Und genau daran entschließt sich dann der Lagerbereich an. Ne, da vorne ist dann, geht es in Richtung Küche, hier vorne ist ein Löschwasserbecken und Kino gab es hier auch. Aber das zeige ich euch später noch mal. Jetzt bin ich auf dem Weg zum ehemaligen Krematorium. So, jetzt bin ich ein bisschen am Pumpen. Relativ viele Treppen den Berg hoch. Aber jetzt befinde ich mich hier am ehemaligen Krematorium. Also die Fenster und das Dach wurden natürlich erneuert, um das Ganze vor Witterung zu schützen. Aber das ist halt noch im Original erhalten. Und Öfen sind auch noch drin zu sehen, die Originalen. Und die Reste halt, die Asche der Toten, die wurde einfach hier aus dem Fenster gekippt sozusagen. So krass, wie es sich anhört. Aber dies hier, der Bereich hier, gilt als Friedhof, weil hier die ganze Asche einfach verkippt worden ist. Das hat man halt hier mit Steinen so ein bisschen ja, kenntlich gemacht und das Ganze so ein bisschen ja, deutlich zu machen, dass hier halt die Asche der Toten aus dem Krematorium liegt. Jetzt gehen wir einfach mal rein. Das ist schon, also selbst für mich, ich war schon hier, aber selbst ich finde es bedrückend. Und hier werde ich halt nicht so rumschreien. Es ist zwar niemand hier gerade, also heute super leer, aber trotzdem möchte ich natürlich so ein bisschen Pietät wahren. Okay, das war laut, das war nicht gut, aber da kann ich nichts für. So, und hier sind sogar noch Inschriften. Ich denke mal von Überlebenden, die sich denn hier verewigt haben als, ich kann es leider nicht lesen, irgendwas mit Antifaschismus etc. Also ich denke mal, dass sich hier irgendwelche Überlebenden hinterher, als nach dem Motto nie wieder Krieg, hier verewigt haben, was auch völlig in Ordnung ist. So, jetzt kommen wir in den Raum mit den Verbrennungsöfen. Logischerweise möchte ich jetzt hier nicht direkt die Kamera reinhalten. Also so sensationslustig wie ich manchmal bin, was Lost Places angeht. Aber hier hat das jetzt keinen Platz für mich. Ich möchte gar nicht dran denken, oder wenn man da bedenkt, wie viele Menschenleben hier ja, zugrunde gegangen sind und die hier auf Deutsch gesagt durch den Kamin gegangen sind, finde selbst ich das schon echt, ja, jedes Mal, wenn ich hier bin, bedrückend. Ich
Ich finde auch ganz schön die ganzen Gedenkplaketten hier von Angehörigen, schätze ich mal, die angebracht worden sind. Ist halt ja, es ist halt schon ein Gedenkort und dem möchte ich auch mit dem nötigen Respekt entgegentreten. Gut, ob jetzt hier das Muster der Wand hier mit dem Blümchen original ist oder nicht, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Und kurze Erwähnung, vielleicht hat das einer oben gesehen in der Ecke, die Kamera. Ja, das Gelände ist natürlich videoüberwacht, was ich auch sehr, sehr gut verstehen kann. Und man kann hier auch nicht einfach filmen und das einfach mal just for fun auf YouTube hochladen. Dafür habe ich die Genehmigung beantragt. Ja, das möchte ich nochmal vorwegnehmen. Also wenn hier jemand auf die Idee kommt, auch herzukommen, wozu natürlich jeder herzlich eingeladen ist, weil das wirklich ein, ja, beeindruckend in Anführungszeichen. Also das Gelände ist schon sehr, sehr höchst interessant, aber bitte ladet es nicht einfach auf YouTube hoch. Das kann mächtig Ärger geben, deswegen einfach über die Gedenkstätte, die Stiftung Gedenkstätte Mittelmauer-Dora oder nee, ich glaube, es ist Quatsch, habe ich jetzt gerade Quatsch erzählt, es geht über Buchenwald, aber kann man im Internet eher googeln, sich die Genehmigung einholen zum Filmen und dann ist man auf der sicheren Seite. So, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg vom Krematorium. Für mich geht es gleich in den Stollen rein. Ich denke mal für viele der, ich will jetzt nicht sagen interessanteste Bereich, das hier hinter mir ist genauso interessant, wenn auch wesentlich bedrückender logischerweise die Atmosphäre da drin. Der Lagerbereich ist auch super interessant, das zu begehen und sich mal die Dimension anzuschauen. Von hier kann man es, glaube ich, nicht so gut erkennen. Ich werde das, glaube ich, unten gleich noch mal ein bisschen besser zeigen. Also das, was hier freigelegt worden ist, der Bereich, der jetzt hier ja, Grasfläche ist, wo man die Fundamente erkennen kann, ist, ich will nicht sagen ein Bruchteil, aber lasst mich jetzt lügen, ungefähr nur die Hälfte des Lagerbereichs. Also das Lager selber ging noch wesentlich weiter in den Wald rein, ein bisschen den Hang hoch. Also viele Fundamente sind eigentlich zwischen den Bäumen noch erhalten. Also man kann den Weg erwandern sozusagen, also es gehen Wege durch, aber so auf den ersten Blick sieht man gar nicht, wie weit das Lager eigentlich hinten noch dort in den Wald reingegangen ist. Und auch da kann man noch Fundamentreste finden. Und das Lager war also wesentlich größer als den Bereich, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Kurz mal Nachklapp zu dem Krematorium. Also am Anfang, das Lager Dora, wie das hier eigentlich im Endeffekt hieß, wurde für die Produktion war für die Mittelwerk GmbH, das Lager Dora, was von der SS eingerichtet worden ist, bestand seit 1943. Wenn hier die Todesfälle angefangen haben aufzutreten, wurden in 1943 noch die Toten nach Buchenwald verbracht, um dort verbrannt zu werden. Dann hat man Anfang 1944 gab es einen mobilen Verbrennungsofen, muss man sich mal vorstellen. Einen mobilen Verbrennungsofen, der hier wahrscheinlich unter freiem Himmel aufgestellt worden ist, ich weiß es nicht genau. Und dann so ab etwa Mitte 1944, nagelt mich jetzt bitte nicht auf das genaue Datum fest, irgendwann im Frühling, Sommer 1944 wurde dann das Krematorium oben in Betrieb genommen. Ja, und wie gesagt, die Asche der Toten habe ich euch gezeigt, wurde einfach hinten verkippt sozusagen und dient heute halt als Massengrab und wurde 2013 so gestaltet, wie wir es gerade eben gesehen haben. Ja, ich habe doch noch ein bisschen Zeit, bevor es für mich in den Stollen geht. Deswegen noch mal so ein paar kleine Details vorweg. Also hier unten das Feuerlöschbecken, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Und man kann wirklich, das finde ich auch ganz gut, man kann wirklich noch so ein bisschen die Infrastruktur sehen. Also hier die Gräben, Abwasserkanäle etc. Also wie gesagt, es gibt auch neue Anbauten. Hier zum Beispiel ist die Feuerwache gewesen. Ich weiß nicht, ob das der Kellerbereich ist, obwohl nee, das wird nicht der Keller sein, das wird die eigentliche Feuerwache sein. Hier ist ein kleiner Anbau dran, der wird jetzt mittlerweile genutzt für Sonderausstellungen. Finde ich super, dass man sowas halt noch mitnutzt. Und ja, wie gesagt, hier sehen wir den Lagerbereich. Im Endeffekt da vorne, was man jetzt so schwarz ein bisschen sehen kann an den Fundamenten, ist der Bereich der Küche gewesen. Dort hinten, da gehe ich nachher auch nochmal vorbei, ist der Arrestbereich und die Hinrichtungsstätte. Also da wurden bei Strafen Häftlinge hingerichtet und da ist der Arrestbereich. Ist zwar auch nur noch das Fundament, aber ein relativ hohes Fundament noch zu erkennen. Da gehen wir nachher aber auch noch mal hin. So, und hier kann man jetzt, was ich eben erwähnt hatte, den freigelegten Lagerbereich, der halt hauptsächlich begangen wird, ganz gut erkennen.
Ja, da hinten ist der Eingangsbereich mit dem SS-Wachturm und dieser Bereich da hinten. Also hier kann man wirklich noch in den Wald rein, bis teilweise da oben. Jetzt sind noch Fundamente zu erkennen. Also der Bereich ging noch wesentlich weiter, der Lagerbereich. Also angegrenzt ist er da ist dann auch die Grenze gewesen, aber er ging halt wesentlich weiter noch nach hinten rein. Also ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, schätzungsweise die Hälfte des Geländes ist jetzt bewaldet, aber kann trotzdem gut ergangen werden. Also kann ich nur empfehlen, wenn man hier mal zu Besuch ist, einfach auch mal ein bisschen weiter in den Wald rein. Hier sind überall Wanderwege. Schaut euch das ruhig mal an. Und hier haben wir auch noch ein Fundament an der Baracke, was jetzt hier so aussieht wie, ja, auf den ersten Blick würde man fast sagen, das ist ein Springbrunnen. Da vorne steht auch sowas. Das gab es natürlich nicht in den Baracken. Ich kann euch jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, was es ist. Ich vermute aber, da ich sowas Ähnliches schon mal in anderen Lagern gesehen habe, es könnte für mich ein Waschbecken gewesen sein. Möchte ich mich aber nicht darauf festnageln. Könnte aber sein, weil die sehen optisch ungefähr genauso aus. So, jetzt bin ich noch mal ein bisschen näher rangegangen. Das ist, wie gesagt, der Bereich der Küche, der Küchenbaracke, die hier gestanden hat. Und wie gesagt, hier sind im Gegensatz zu Bergen-Belsen, das ich nicht schlecht machen will, aber ihr kennt es ja aus meinem Video vielleicht, sind hier wesentlich mehr Hinterlassenschaften zu sehen, wenn auch, wie gesagt, nicht viele ganze Gebäude, die noch so stehen, wie sie gestanden haben, aber man sieht das hier ganz gut. Fundamente sind hier wirklich noch viele zu finden. Wie gesagt, hier ist der Küchenbereich, das war die ehemalige Küche. Ne, und wenn man sich hier so ein bisschen im Gelände umguckt, viele Hinweistafeln, Fundamente. Da vorne ist auch ein kleiner Schuppen, ob der dazugehört hat, weiß ich nicht. Das ist Behälter für Asche. Also hier wurde, nein, nicht von den Toten, sondern hier wurde Asche aus den Heizöfen gelagert, reingeschaufelt sozusagen. Jetzt können wir vielleicht nochmal in Richtung des Gefängnisbereiches und der Hinrichtungsstätte gehen, bevor es dann aber endlich in den Stollen geht. So, hier befinden uns hier tatsächlich, man glaubt es kaum, beim Sportplatz, der neben der Hinrichtungsstätte und dem Gefängnis ist. Das war hier wirklich ein Fußballplatz, der von SS angelegt worden ist, nur für privilegierte Häftlinge. Und diese Holzbaracke hier ist die ehemalige Tischlerei. Ob die jetzt im Originalzustand ist, kann ich nicht so genau sagen. Vielleicht ist sie auch rekonstruiert aus Originalteilen. Ich gehe davon aus, dass sie rekonstruiert ist. Aber das ist die Tischlerei gewesen. Und jetzt bewege ich mich gerade auf das Gefängnis, den Gefängnisbereich und die Hinrichtungsstätte zu. Da kann man auch noch ein Stück reingehen. Hier nochmal der Fußballplatz. Das glaubt man wirklich kaum. Ne? Also das habe ich auch so, dass man einen Sportplatz angelegt hat für Häftlinge. So. Und hier im Endeffekt ist der Gefängnisbereich. Dann kann man sich jetzt ja mal vorstellen, da sind noch Abwasserrohre oder Heizungsrohre, wie groß so eine Zelle war. Das waren die Gefängniszellen. Ja, hier kommen öfter noch Rohre aus dem Boden. Da vorne auch, ja, das sind Heizungsrohre, Wasserrohre. Ja, da kann man sie auch noch erkennen. Das ist so ein Heizungsrohr in der Zelle, immerhin. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass da ist sogar Wasseranschluss. Da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. So, die Hinrichtungsstätte selber ist hier gewesen. Hauptsächlich wurde hier aber am Galgen hingerichtet mit Schlingen. Das war vorher, ja, hier kann man es erkennen, hier drin. Eigentlich war das gemauert, das wurde wahrscheinlich nachträglich verputzt, um die Mauer jetzt zu erhalten für die Gedenkstätte. Und hier drin standen halt Galgen mit Schlingen für die Hinrichtung. Ja, das war
Wundert mich allerdings, weil man es öfter gehört hat, dass Hinrichtungen gerne öffentlich stattfanden, also vor den Insassen. Das jetzt hier kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt hier auch gemacht worden ist, unten vielleicht, aber in anderen KZs wurde zum Beispiel öffentlich hingerichtet, ja, um einfach zu demoralisieren, zu einzuschüchtern. Deswegen wundert mich, dass jetzt hier eine Mauer drum gezogen worden ist, aber das ist der Platz, wo halt die Hinrichtungen stattfanden. Die genaue Anzahl der Hingerichteten durch die SS ist aber nicht bekannt. So, bevor es jetzt aber gleich wirklich da vorne in den Stollen reingeht, nochmal ganz kurze, grobe Eckinfos zur Entstehung bzw. wie die Befreiung abgelaufen ist. Wie gesagt, der Werner von Braun hat ja erst in Peenemünde ja, mit Geldern der SS seine Entwicklung für Raketen vorantreiben können. Hat dort die verschiedenen Raketen entwickelt, die V1, die Vergeltungswaffe 1, die ja, keine richtige Zielvorrichtung hatte. Also die V1 wurde über eine Abschussrampe gestartet. Ich weiß nicht genau die Reichweite, hätte ich mich vorher schlauer lesen sollen. Wusste ich mal, wurde dann über eine Abschussrampe abgefeuert, musste aber wesentlich näher als die V2 aus, also das Aggregat 4, wesentlich näher am Ziel stehen. Die hatte ein Staustrahltriebwerk, also das Ding hat ordentlich geknattert, wenn die angeflogen gekommen ist. Also die hat man wirklich gehört. Hatte hinten so ja, Tragflächen wie ein Flugzeug. Die wurde sogar mal bemannt hergestellt. Also die Japaner haben sich das Konzept, ich will nicht sagen abgeguckt, aber die haben das, ich glaube, die haben auch V1-Raketen zur ja, weiteren Entwicklung und Forschung gekriegt von den Deutschen offiziell und haben das Ding also als Kamikaze-Waffe bemannt. Und die wurde hier produziert, die V1, die V2 genauso. Entwickelt wurden sie in Peenemünde. Da wurden auch die Versuchsstarts und so abgehalten. Hier war die reine Produktionsstätte. Werner von Braun wurde nicht hier vor Ort ja, festgenommen oder hat sich in alliierte Kriegsgefangenschaft begeben, sondern das war, ich glaube, war es in Österreich oder Bayern? Ich glaube, es war in Österreich, wurde er mit seinem Stab dort ja, festgenommen, interniert und wurde relativ schnell in die USA verfrachtet, weil man halt wusste, was er für ein Know-how hatte, dass er der Entwickler dieser Raketen war und hat danach, ja, würde ich sagen, die Saturn V, also für die Mondlandung mitentwickelt oder hat sie entwickelt. Also ist eigentlich eine relativ große Nummer gewesen in der USA für die NASA etc., dass er hier, man wusste, dass er Kriegsgefangene benutzt hat in den Lagern und dass so viele gestorben sind für seine Produktion, das wusste man, hat das aber scheinbar mit Augenzwinkern in Kauf genommen oder totgeschwiegen, weil er halt ein wesentlich oder relativ hohes Know-how hatte, hat man das so ein bisschen an der Seite geschoben. Hier wurde natürlich dann von den Amerikanern extrem viel aus dem Berg rausgeholt. Fertige V2-Raketen, Triebwerke etc. Also die haben sich natürlich so schnell es geht alles unter den Nagel gerissen, weil die Russen auch in der Nähe waren, die marschierten auch den Berg vor. Das war natürlich dann früher in russischer Hand, also zu DDR-Zeiten wurde das ja eine russische Besatzungszone und die hatten natürlich jetzt nicht mehr viel, was sie hier rausholen konnten. Aber selbst die haben noch die letzten Reste geplündert. Für Reparationszahlungen halt die Maschinen mitgenommen etc., um bei sich dann halt weiter zu produzieren zu können. Ja, der Berg wurde auch versucht zu sprengen, also das ganze Gelände der Stollen wurde versucht zu sprengen. Die Sprengung ist aber relativ missglückt, würde ich mal sagen. Also der Stollen ist nicht komplett eingestürzt, sondern die Explosion ist relativ stark verpufft durch die ganzen Abluftschächte etc., weil die Anlage so groß war. Also hat man zum Schluss einfach nur noch die Gänge zugesprengt, die dann irgendwann wieder freigelegt worden sind für Dokumentation und für Forschung. Und jetzt kann man halt einen ganz geringen Prozentsatz kann man noch begehen. Und das werde ich euch gleich zeigen. So, ich befinde mich jetzt hier in einem der Querstollen, die von A und B verbunden sind. Das ist der Stollen 45. Insgesamt gab es hier 46 Querstollen, die Stollen A und B verbunden haben. Hier kann man das ganz gut erkennen. Das ist noch die originale Beschriftung an der Wand. Und hier liegen halt immer noch Originalteile der V1 rum. Also das sind wirklich noch originale Teile aus der V1-Produktion. Den V2-Bereich, den Produktions- oder Prüfbereich der V2 kann man heute nicht mehr begehen. Der ist halt entweder zugesprengt oder steht vollständig unter Wasser. Aber was man hier noch so an Relikten findet, finde ich halt immer noch ziemlich beeindruckend. Also hier sind wirklich noch viele, viele Produktionsteile. Das sind hier Rumpfteile der V1. Hier vorne zeige ich euch gleich, liegen halt zur Steuerung der V1 noch viele Teile vom Kreiselkompass. Also die V1 hatte eine
rudimentäre Steuerung durch einen Kompass. Und die Teile liegen hier auch noch auf dem Boden rum. Die werde ich euch gleich nochmal zeigen. So, und hier ganz gut zu erkennen, das ist der Querstollen 44. Hier ist auch noch die Originalbeschriftung an der Wand. Da kann man so ein bisschen reinleuchten. Also die Taschenlampe macht er schon, es ist dunkel. Die wirft ja echt schon gutes Licht, aber da kann man sich mal so ein bisschen die Dimensionen hier erahnen. Von diesem Querstollen. Und wir sind jetzt im Endeffekt ein bisschen abseits noch von dem Hauptstollen, wo ich eben schon durchgeleuchtet habe. Und dieser Querstollen diente eigentlich zur V1-Produktion. Also hier ist noch nicht die V2, die A4 produziert worden, sondern das ist eigentlich noch V1-Stollen hier. Und kann man vielleicht ein bisschen erkennen, hier oben an dieser Linie, das war eine Arbeitsebene. Das heißt, hier wurde in dem Stollen auf 3 Etagen produziert. Die untere ist hier, also hier diese Stahlträger, die man hier sehen kann, befinde ich mich eigentlich schon auf Ebene 2. Das heißt, unter diesem Stahlträger war die erste Etage, hier ist Etage 2 und dann kann man an der Linie ganz gut erkennen, hier war noch eine Etage eingezogen, dass ich hier auf 3 Etagen gearbeitet habe. Das kann man hier vielleicht an den Verbindungsstollen noch ganz gut sehen. Da oben war eine Etage, da war eine Etage und darunter ging es noch weiter. So, und das ist jetzt im Endeffekt das Ende des zugänglichen Bereiches. Der Rest ist entweder zugesprengt oder steht unter Wasser, der wurde schon betaucht, aber es besteht halt kein Interesse mehr daran, jetzt weiter noch zu forschen, weil die Anlage halt zwar noch da ist, aber halt zugesprengt unter Wasser steht. Und hier kann man auch ganz gut noch erkennen, dass echt noch bauliche Relikte hier sind, auch im Wasser. Und das sind jetzt, die ich hier begehen kann oder die man hier begehen kann allgemein, sind jetzt 3% der Anlage. Das heißt, 97% sind gar nicht mehr begehbar, jeweils nicht für die Öffentlichkeit. So, und hier sind auch noch ein paar Relikte, die hier noch rumliegen. Das sind, nannte sich Kreiselkompass. Das ist der Kreiselkompass, der in der V1 eingebaut war, um eine grobe Richtungssteuerung vorzugeben. Wie der genau funktioniert hat, ich kann mich nicht in allem hundertprozentig auskennen, nehmt es mir nicht übel, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Aber wie gesagt, das ist zur Navigation der V1, zur rudimentären Navigation der V1 da gewesen. Das sind die vorne in der Spitze eingebaut, das ist der Kreiselkompass, die hier noch vor sich hin verrotten, sozusagen. So, und hier im letzten Verbindungsstollen hier, im Stollen 45 bin ich gerade. So, hier auch immer noch relativ viele Relikte, da ist sogar noch Holz. Das sieht aus, als wenn es ein Teil einer Werkbank war. Hier vorne. Das sieht echt nach Holz aus. Ja, ob das eine Werkbank war, ich weiß es nicht genau. Hier, wie gesagt, auch V1-Teile, Tankteile, viele elektronische Bauteile, die ich hier noch erkennen kann. Also hier liegt echt noch einiges auf dem Boden rum. Hier kann man auch noch was erkennen. Das ist schon beeindruckend. Und wie gesagt, ich befinde mich hier nur in 3% der Anlage, die begangen werden kann. Hier sieht man auch ganz gut die Stützpfeiler für die nächste Etage. Hier war halt zwischen Boden eingezogen, um hier auf mehreren Etagen zu produzieren. Und die V1-Produktion war wirklich hier in dem Bereich nur ein Nebenprodukt. Ja, also den eigentlichen V2-Bereich der Produktion, den kann man gar nicht mehr erkennen jetzt oder gar nicht mehr sehen. So, und da vorne kann man auch ganz gut, da liegt zum Beispiel noch ein Rumpf einer V1, da vorne, das Stück hier. Also da fehlen zwar die hinteren Tragflächen, aber das ist noch eine V1. Hier ist ein Teil einer V1, hier drin kann man ganz gut so einen eingebauten Kreiselkompass erkennen. Ne? Hier, wie gesagt, hier liegt so viel Schrott, man kann es jetzt nicht mehr genau differenzieren, was ist jetzt V1, was gehört zur Produktionsanlage. Hier wurden irgendwelche Träger nachträglich eingezogen. Und wie gesagt, diese Kreiselkompasse hier, Kompanden, Entschuldigung, die liegen hier überall rum. Hier ist ein Teil, scheint von einer Lore oder sowas zu sein. Sieht ein bisschen so aus, wie als wenn das auf Gleisen gefahren wäre. Kann man jetzt schwer sagen. Hier vorne kann man zum Beispiel, da liegen auch wieder Kreiselkompasse drin. Und wie gesagt, überall, wo man lang läuft hier durch den Stollen, überall Hinterlassenschaften. Und hier sind jetzt nur schwere Stahlträger, die wahrscheinlich von der Deckenkonstruktion sind etc. Aber Hinterlassenschaften kann man halt hier überall, auch so wenn man zwischenguckt, was auf dem Video jetzt schlecht zu erkennen ist,
Aber überall so kleine Rohre, Nägel, Produktionsteile etc. Also überall dazwischen liegen immer noch Teile, was ich echt beeindruckend finde. Also trotz der Sprengung von der Sowjets ist hier noch immer relativ viel zu erkennen. So, jetzt habe ich den Stollen wieder verlassen. Möchte dazu nochmal sagen, zu dem Bereich des Stollens, also wer diese KZ-Gedenkstätte besucht, der Stollen, mal rumschwingen, war natürlich ja, offiziell begangen. Also das heißt, da war ich nicht illegal drin, logischerweise. Sollte auch erstens, ist es gar nicht möglich, durch das Tor kommt man nicht durch, das Ding ist kameragesichert. Der Haupteingang wurde genau neben einem zugesprengten Hauptstollen angelegt und ist dann quer in den nächsten Stollen gegangen. Also der ist nachträglich in den 90ern erst erstellt worden. Ich würde fast sagen, versucht gar nicht erst reinzukommen. Wird auch nicht klappen, davon mal abgesehen. Und es war natürlich alles offiziell und angemeldet. Von daher nicht, dass irgendwer denkt und losfährt und möchte jetzt in den Stollen irgendwie rein. Das wird nicht funktionieren, gebe ich euch Brief und Siegel drauf. So viel dazu. So, was ich jetzt wirklich toll finde, ich bin jetzt in dem Bereich der Gedenkstätte. Ich habe jetzt den offenen Bereich verlassen, also wo keine Bäume stehen. Das heißt, hier ist jetzt der Bereich bewaldet. Und die Bäume haben teilweise auch vorher schon gestanden, auch zu Zeiten, wo das KZ noch, ich will sagen, in Anführungszeichen in Betrieb war, war das auch schon bewaldet. Nicht so stark bewaldet wie jetzt, aber selbst der war nicht ganz Freifläche. Und was ich ja ganz gut finde, dass hier jedes Jahr in Workcamps von Studenten, die sich aus anderen Ländern zum Beispiel dafür einsetzen, Fundamente wieder freigelegt werden. Oder hier im Fall, hier sind jetzt keine Fundamente freigelegt, aber da ist der Platz der ehemaligen Baracke, die dort im Teil gestanden hat, mit Steinen halt markiert. Und die Bäume sind ungefähr in der Höhe, wie die Baracke gestanden hat, weiß angestrichen. Das finde ich echt super, dass das noch so gemacht wird. So kann man sich so ein bisschen besser vorstellen, wo die ganzen Gebäude gestanden haben. Und das wird hier jetzt im bewaldeten Teil immer weiter vorangetrieben. Das finde ich super. Aber auch hier gibt es immer noch bauliche Überreste. Hier stehen zum Beispiel jetzt Schilder, was für ein Block hier gestanden hat. Es gibt sogar teilweise... Nee, das Foto ist aus V2-Produktion aus dem Stollen. Aber ich finde das halt gut, dass an jedem Block hier Infotafeln stehen, welcher Block das gewesen ist. Das finde ich wirklich super. Also das vermisse ich so ein bisschen in Bergen-Belsen zum Beispiel, wo ich ein Video gemacht habe, dass da halt relativ, es wird auch an markanten Punkten stehen Infotafeln mit Geschichte, das finde ich auch klasse. Aber hier ist es wirklich fast an jedem Gebäude. Das finde ich klasse. Also, dass man genau weiß, welches Gebäude hat hier gestanden. Hier zum Beispiel steht das ehemalige Heizhaus. Und auch relativ starke Fundamentreste noch da. Ja, teilweise sogar Metallreste. Und das war das ehemalige Heizhaus. Und ich versuche jetzt gerade mal das Kino wieder zu finden. Also hier gab es auch wirklich einen Kinosaal. Und den werde ich auch suchen. Ich laufe übrigens auch gerade auf Fundamenten. Also ich glaube, hier sind sogar Steinplatten. Ich dachte, das sind Fliesen, aber hier ist halt relativ viel noch erkennbar von dem ehemaligen Lager. Das ist halt schon sehr interessant. Gerade hier in dem Bereich sind eigentlich die meisten Gebäude gewesen, in dem bewaldeten Bereich. Und deswegen macht das Erkunden auch relativ viel Spaß. Nur noch mal als kleine Info nebenbei. Also die Wachtürme für das KZ Mittelbau standen nicht im Lagergelände, sondern die standen außerhalb, also außerhalb des Zaunes. Das heißt, das Lager war im Endeffekt, wurde das Lager selbst verwaltet von den Häftlingen. Also die Wachmannschaften haben das Lager eigentlich nur betreten zu den Appellen, morgens, abends oder also zum Appell, wenn eine Schicht raus ist und wieder rein ist. Ansonsten wurde das Lager selbst bewacht. Also innen drin haben Funktionshäftlinge im Endeffekt die Bewachung übernommen und nur zu den Appellen ist die Wachmannschaft hier reingekommen. So, hier, das war die Effektenkammer. Das heißt, hier war Kleidung etc. pp. Originale Treppen sind auch noch vorhanden. Und auch noch relativ gut was zu sehen, muss ich sagen. Aber ich suche immer noch das Kino.
das ich euch dann hoffentlich gleich zeigen kann. Auch noch eine kleine Information am Rande. Hier haben also die normale Dauerbelegung waren ungefähr 15.000 Häftlinge, die hier die Belegung wiedergespiegelt haben. Also insgesamt waren 60.000 Häftlinge, aber die Standardbelegung waren ungefähr 15.000, bewacht von ungefähr 1.000 Wachmannschaften. Also 1.000 Wachleute für 15.000 Insassen hier. Und auch wenn das ein Lager oder eine Produktionsstätte, Schrägstrich Lager der SS gewesen ist, waren nur ca. 5% dieser Wachmannschaften Angehörige der SS. Ca. 45% waren ehemalige Wehrmachtssoldaten, hauptsächlich von der Luftwaffe, die hier ihren Dienst geleistet haben. Und ca. 50% waren Volksdeutsche Bewacher. Das heißt, die kamen aus besetzten Ländern und haben sich freiwillig gemeldet, um das Lager hier zu bewachen. Also trotz SS-Lager waren es nur 5%, die eigentlich richtige, vollwertige SS-Mitglieder waren. So, und jetzt bin ich auch schon am Kino angekommen. Und selbst da steht noch ein kleines bisschen mehr als nur das Fundament. Gut, man kann jetzt nicht mehr erahnen, wo ist jetzt die Leinwand gewesen oder Stühle oder Projektoren, aber ich befinde mich jetzt in einem relativ großen Kinosaal, ehemaligen Kinosaal. Und auch hier sind halt noch bauliche Überreste vorhanden. Und auch wenn es aussieht, als wenn jetzt hier gleich Ende wäre und hier jetzt noch tiefer Wald anfängt da oben, auch da oben ist das Gelände noch, was dazugehört hat. Da erzähle ich gleich noch mal was von. Also wie gesagt, hier ist sogar noch ein bisschen Hinterlassenschaft da. Ja, und oben im Wald hinter mir, auch da standen Baracken. In dem Bereich Richtung Krematorium, also ein bisschen Richtung Haupteingang, war das Krankenlager sozusagen, das auch selbstverwaltet war. Also da gab es keine offiziellen Ärzte etc. Und das gehörte zum Krankenbereich. Und hier hinter mir oben im Wald gab es nochmal einen abgesonderten Bereich, also speziell eingezäunten, also ein Lager im Lager sozusagen. Das nannte sich damals im Lagerjargon Schweinestall. Es ist nicht genau überliefert, wer da jetzt eingesperrt gewesen ist, wer da jetzt als Sonderhäftling behandelt worden ist. Es soll höchstwahrscheinlich von politischen Gefangenen oder so ist die Rede, dass die da nochmal gesondert aufgeteilt waren oder untergebracht waren. Aber genau überliefert ist es nicht. Aber allein diesen Bereich schon Schweinestall zu nennen, ist schon okay. Ja, meine Lieben, ich werde so langsam mal wieder Richtung Auto marschieren. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkursion hier ins KZ Mittelbau-Dora gefallen. Ich selber war jetzt schon das 3. Mal hier, finde es immer wieder super interessant, gerade im Stollenbereich. Natürlich auch das Lager, was auch interessant ist, die Geschichte dazu zu kennen. Ich glaube, es muss nicht erwähnt werden, was hier für Leid und was für unmenschliche Bedingungen hier gearbeitet worden ist. Da möchte ich einfach mal, wenn ich allein an die Stollenanlage denke, also habe ich viel gelesen darüber aus Erzählungen, allein diesen Querstollen, also alleine in dem Bereich der V1-Produktion waren in den ersten Monaten, wo das Lager noch nicht gestanden hat, ca. 10.000 Häftlinge im Stollen untergebracht. Das heißt, die haben dort gearbeitet, geschlafen, gegessen. Es gab keine sanitären Anlagen. Die haben abgesägte Öl- oder Benzinfässer gehabt, um ihre Notdurft zu verrichten. Jetzt stellt man sich vor, dass da in Schichten gearbeitet worden ist. Dort wurde gesprengt, dort wurde gebohrt. Jetzt versucht mal zu schlafen, ne, in so einem Stollen, wie das schallt und hallt. Also an Erholung ist da nicht zu denken. Und dass da natürlich etliche Menschen drin gestorben sind, von diesen 10.000, die alleine nur in der Zeit, wo es das Lager hier noch nicht gegeben hat, in dem Stollen, wie viele Leute da umgekommen sind, da braucht man nicht drüber zu sprechen. Und man führt sich vor Augen die Häftlingskleidung, diese, wie man sie vielleicht kennt aus Filmen oder aus Fotos, diese blau-weiß gestreifte Häftlingskleidung, da drin sind 8 Grad. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so super kalt an, aber ich habe gefroren und ich habe noch einen Pullover drunter. Jetzt stellt man sich vor, dass man das mit Häftlingskleidung macht, Tag und Nacht. Ja, bei einer
konstanten Temperatur von 8 Grad, 80 Grad Luftfeuchtigkeit. Dass man da nicht trocken wird, ist auch klar. Und dass man das nicht über Monate aushält, sollte auch klar sein. Deswegen, zu welchem Preis wurden hier Raketen gebaut, abgefeuert? Es wurden ca. 6000 V2-Raketen produziert hier, wovon ein Drittel schon mal gar nicht einsatzbereit war. Der Rest abgefeuert worden ist. Jetzt führe man sich vor Augen, dass bei der Produktion hier auch in Peenemünde, aber hauptsächlich hier in Nordhausen, in Mittelbau-Dora, bei der Produktion der V2 mehr Menschen gestorben sind als durch Raketenangriffe. Was natürlich genauso schrecklich ist, dass Leute bei Raketenangriffen sterben. Aber allein hier dieser Nutzen dieser Rakete, bei der Produktion sind mehr Häftlinge gestorben als durch die Angriffe. Ne, also der Sinn dieser V-Waffe, sei mal dahingestellt. Und ja, das wird oft als die Wiege der Raumfahrt oder Wiege der Mondlandung bezeichnet. Werner von Braun hat, zu welchem Preis hat er diese Anlage hier genutzt zur Produktion? Er war halt jung, dynamisch, aufstrebend, hatte Ideen, wollte seine Raketenideen vorantreiben. Seine Idee war ja, damit in den Weltraum zu fliegen und das nicht als Waffe einzusetzen. Aber was brauche ich, um sowas zu realisieren? Geld. Wer hat ihm das Geld gegeben? Ja, das ist klar. Die Nationalsozialisten. So hat er wahrscheinlich beide Augen verschlossen, hat billigend in Kauf genommen, was hier passiert ist. Und dass er dafür nicht zur Rechenschaft gezogen worden ist, damals in Amerika. Ja, selbst da hat man halt beide Augen zugedrückt. Der Mann hat uns schließlich auf den Mond gebracht. Ja, also die Wiege der Mondlandung oder der Raumfahrt liegt hier auf den Leichen von Insassen. Das muss man sich halt vor Augen führen, wenn man hier durchmarschiert. Ja, so viel soll es dazu gewesen sein. Nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen in meinen Videos, aber auch ich will es jetzt hier nochmal sagen. Warum auch immer manche oder warum man das machen muss, finde ich eigentlich schon schlimm genug. Aber ich möchte mich trotzdem in aller Form natürlich von der Gesinnung des Dritten Reiches distanzieren. Auch meine politische Einstellung hat hiermit überhaupt nichts zu tun. Ich bin einfach nur geschichtsinteressiert. Ich denke mal, das ist schon in anderen Videos gut durchgekommen oder das wissen die Leute. Aber man muss es scheinbar immer noch erwähnen und das finde ich eigentlich schade. Nur weil ich mich geschichtlich interessiere, dass ich erwähnen muss, dass ich nicht in irgendeiner braunen Soße gelandet bin oder sowas, was völliger Quatsch ist. Ja, so viel nochmal dazu. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das Video ein bisschen. Ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch in die Kommentare, wenn ihr das gut fandet, was ich besser machen könnte, etc. pp. Gebt mir einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch super freuen. Also abonniert meinen Kanal, dass ihr die nächsten Videos auch seht. Dafür könnt ihr aufs Glöckchen daneben klicken, dass ihr benachrichtigt werdet. Ja. Und nochmal, hoffentlich hat es euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.